Und es geht weiter, indem wir unsere Gehirnwindungen strapazieren. Ich gehe nochmal zu unseren Schlussfolgerungen zurück. So. Wir haben als neue Erkenntnis, dann war nicht groß genug, um sich an der Schlinge zu erhängen. Das habe ich doch von Anfang an gesagt. Da brauchte ich nicht erst den Obduktionsbericht für. Was haben wir dann noch? Dann hat verschiedene Male am Hals. Lass mich doch wenigstens da hinkommen. Das deutet doch darauf hin, dass von unten an ihm gezogen wurde, finde ich. Der Expander gehört Yale. Jawohl. So kenne ich mich. I don't know if you had a motive to kill Dunn, but you certainly had the murder weapon. Dann wurde mit Yales Expander erdrosselt und erst dann in die Schlinge gehoben. Und wir könnten noch eine Schlussfolgerung ziehen. Dann wurde mit Yales Expander erdrosselt, ist garantiert eine Voraussetzung. Dann wollte den Kampf absagen, das war vielleicht sein Motiv. Christ. Did Yale kill Dunn just because he wanted to call off the fight? Dabei fiel der Eimer um, möglicherweise. I always knew Bobby had issues. But I never thought he'd go that far. I couldn't say. In my line of work, you really shouldn't jump to conclusions. But the chest expander, the box in his locker, the marks on my father's neck. It all leads to him. In any case, that doesn't change a thing. It does, actually. Now we know he didn't kill himself. My father's still dead, and you still haven't found Bobby Yale. Nothing has changed. Opening the safe and finding my father's will won't help us achieve anything. So please hurry. Time's wasting. Außerdem passt es nicht zusammen. Wenn Yale den Joe Dunn umgebracht hat, difference never ceased to amaze me. But most importantly, why was she so opposed to Yale? John Blacksad? I think I owe you an apology. who are you? Do I know you? I don't seem to remember your face. Well, maybe you remember my boys. I'm so sorry they wrinkled your suit. The thing is, they didn't know we shared a common goal. Bobby Yale. I want to find him and get to the bottom of this as much as you do, Mr. Blacksad. So please, kindly accept my invitation. Why not share our findings? Wer könnte da Nein sagen? Desmond O'Leary, ein Verbündeter. Achso, das habe ich gerade in mein Notizbuch geschrieben. Ja, selbstverständlich. Of course. You don't mind me riding in this fancy car with a wrinkled suit, do you? Oh, I think you look mighty dapper, Mr. Blacksad. Although, if those wrinkles were to rub off on me... Tja. Da kann man doch nur Ja sagen. I always play it nice and safe. Ich glaube, Nein sagen hätte mir nichts genützt. Und ich habe noch eine Schlussfolgerung, aber ich lasse erstmal die Szene hier ablaufen. Also jetzt ich persönlich, nicht Blacksad. Du bist aus freien Stücken in O'Learys Wagen eingestiegen. Naja, ich habe es nicht zum Äußersten kommen lassen. So, wir halten nochmal den Gedanken zurück, bis wir wieder eine Pause haben, in der ich mich ausbreiten darf.
Jetzt kommt nochmal Cutscene. Thank you, Blacksad. You won't regret this. So let's cut to the chase. I need Bobby Yale to fight Stone. There's just too much money at stake. So, I'm offering you my help to find Yale. Let's work together. What kind of help do you need? A simple exchange of information. You're a good detective, and I, well, let's just say I have my own ways of making people talk. Nope. I think I'll have to pass this time. Why? What? Do my own ways scare you? Please, hear me out. Let's say I bet a beer that we find Yale in 3 days, and you bet a beer that we don't. In 3 days, one of us has to buy the other a beer. Is that so bad? We're simply two grown men using our money and free will to conduct a small private exchange. And most importantly, we're not hurting anyone. So, yeah, I run a gambling business. What's so bad about that? It's illegal for starters. Illegal? Let me tell you what should be illegal. The way our government is ruining America. We live in a so-called free country. A place where honest people can make a living, provided they don't hurt anybody. We're not communists. Well, at least I'm not. I would have never thought otherwise. As for me, I'm not either. Ha! Well then, you see, we're all among friends. In any case, that's not my point. The government betrays our nation's values by passing communist laws that forbid an honest man like me to make a living without hurting a soul. And that, Mr. Blacksad, is just wrong. I'd even say it's unconstitutional. Do you get my point now? Okay, but that doesn't justify what you do for a living. Oh boy. Did you hear anything I just said? Anyway, when the government passes these laws, there's only one legitimate weapon the people can wield. The same weapon that turned America into a great nation. Civil disobedience. So, as the proud American that I am, it's my duty to disobey. You're bending the truth to justify organized crime. Oh no. It might have been organized crime, but not anymore. I wasn't always a boss, you know. No, sir. I started at the bottom, when Lucky Blitzen ran the show. That good for nothing. His was a reign of terror, extortion, violence, you know, that sort of unpleasant thing. When I took over, I decided I'd make people want to do my bidding. Not out of fear, but out of gratitude. I decided to help people so they would help me. That beating your thugs gave me was really helpful. Thank you so much. Those poor bastards didn't even know you were a detective, that you were on our side. Maybe at first. But when they tied me up and beat the socks off me, they knew very well who I was. Seriously? That goes against my rules. Who was it? So, It was just Wilson. That bastard. Don't you worry. I will have a serious talk with him. I cannot tolerate this behavior. Please accept my apologies, Mr. Blacksad. You see, a lot of people work for me. Many families depend on my business. Not only that, St. Christopher's Hospice practically lives on my donations. The widows of my late employees are set for life. Their kids get free schooling. The cops leave me alone because they know my business doesn't hurt anyone. On the contrary. And, it looks like we're here. ich komme immer noch nicht dazu, meinen Schluss auszubreiten oder meinen Verdacht, den ich habe. Ich werde ihn vergessen haben, wenn ich endlich mal wieder Zeit habe, mich selbst zu äußern. Yale's apartment? I told you, I'm on your side. Go ahead, search the place. I'll wait down here. Kann When ich you're done, endlich einen Gedanken maybe fassen. you'll change your mind and share your findings with me. Or not. It's your call, Mr. Blacksad. I'll make sure you're suitably compensated.
Wilson, come here. So, mein Freund aus Nashorn habe ich noch gedeckt, weil der war ja kooperativ und wollte mich schützen, als es zu der großen Prügelei kam. An den Rest der Prügelei kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber dann muss es der andere gewesen sein, der Büffel. So, bevor ich mich umschaue, noch meine kurze Theorie. Wenn Yale Joe Dunn umgebracht hat, damit der nicht den Kampf absagt, dann ist es doch widersinnig, dass er danach verschwindet und den Kampf auf die Art ausfallen lässt. Er müsste doch da sein und zur Verfügung stehen, um zu kämpfen. Warum also ist er verschwunden? Das passt doch nicht zusammen. Das ist noch ein Rätsel, das seine Aufklärung harrt. Also, vielleicht hat er ihn gar nicht, vielleicht war es zwar sein Expander, aber er hat ihn gar nicht umgebracht. Oder aber er hat ihn umgebracht und wollte ursprünglich dann auch zum Kampf antreten, aber irgendetwas anderes hat ihn dazu veranlasst zu verschwinden. Vielleicht ist er entführt worden, vielleicht musste er aus irgendeinem uns noch unbekannten Grund untertauchen. Ich hoffe, wir finden da irgendwelche Auskünfte, vielleicht hier in seinem Apartment. Zum Beispiel eine angenagte Pizza. The worst thing about O'Leary's boys dropping by isn't the beating, but the fact that I can't tell what's theirs and what's Yale's. Genau, von wem stammt diese Pizza? Aber 2 Dosen Getränke, das könnte doch eher auf die beiden Bullen da, Bulle und Nashorn hindeuten. Can't say this is the ideal drink for an athlete. Then again, it could be your classic bookie thug lunch. Genau, ich würde doch sagen, die Pizza mit 2 Getränkedosen, das deutet eher auf die beiden Schläger hin. Da können wir nichts über Yale draus erkennen. Aber hier, Bobby seems like a nice kid, but I barely know him. Mary ist mit Yale in den Lunapark gefahren. Aha. Mary Purnell und Bobby Yale Pärchen. Ist das Mary? Die hätte ich da nicht erkannt. Sie sind zusammen im Lunapark gewesen. Nach Pärchenglück sieht das jetzt nicht unbedingt aus, aber warum fahren sie gemeinsam, machen sie gemeinsam solche Ausflüge? Das ist nur ein weiteres Bildchen für mein Album. Interessiert mich nicht weiter. Was liegt hier? Alma Meyer. La Fontaine Today. 17th century French fables. Mare must be one boring old lady. Alma Meyer. Hat Mary Purnell ihm das geliehen, dem Bobby, damit er auch mal was anderes zu lesen hat. Und das andere, der komische Gedichtband in seinem Spind, das sieht alles so aus, wie nicht wie Lektüre, die sich so ein Boxer selber kauft, sondern das ist Lektüre, die er von einer wohlmeinenden Dame geschenkt bekommt oder geliehen bekommt. Was haben wir hier? Ein Bildchen. Ansonsten haben wir da eine Encyclopedia of Beauty, wird das ja wohl nicht heißen. Of Brittany. Also nicht die Encyclopedia Britannica. Da haben wir nochmal Glück. Und das andere Wales of Oceanum. Ja, das Fabelbuch. Guck mal, die Heizung dampft aus ihrem Ventil, aber das sind die New Yorker Verhältnisse zu der Zeit. Wo kann ich denn hier weitergehen? Bevor ich da in die Korschen-Tür gehe, gucke ich mich hier noch ein bisschen um. So, das Plakat des kommenden Boxkampfs. 15 Runden. Grinding Stone Champion versus Racing Dog Yale, den Challenger. Ja. Zu dem Kampf wollte er antreten. So sieht es doch eigentlich aus. Jede Menge schmutziges Geschirr. Das ist von Yale. Die beiden Thugs, die beiden Schläger da, die haben doch nicht Geschirr schmutzig gemacht und sich vorgenommen, das später abzuwaschen. Die haben Pizza gemampft und aus Dosen getrunken. Der Kühlschrank. Voll, leer, I'm not sure how verrottet. Yale's love of pickles will help me crack the case, but it's good to know. Er hat eine Vorliebe für Pickles.
Und hier hängt, ach A guck, der woman's Schal. fragrance. Der Schal Almost von angelical. Mary. Das ist jetzt aber ein deutliches Indiz, dass die beiden zusammen sind. Mary Purnell hat sich ja schnell getröstet oder anders orientiert. Genau. Ich möchte einen Schluss ziehen. Mary ist erkältet. Sie hat auch gesagt, sie vermisst ihren Schal. Sie ist mit ihm in den Lunapark gefahren. Das ist hier das That neue means junge Glück. She's been here recently, but why? What does Sweet Mary have to do with Yale, the murder suspect? Mary Purnell lügt, was Yale angeht. Ihre ach so glückliche Beziehung, die kurz vor einer Eheschließung stand. Das sieht mir nicht so aus. Vielleicht haben Mary Purnell und Bobby Yale gemeinsam dann ermordet. Das ist der Wohnungseingang. Ich will noch nicht wieder rausgehen. So. Schlafgemach. Ein Bild. Oh, toll. Ein schwarzer Hund mit bandagierten Händen. Ist das Bobby Yale selbst? Ein Bild fürs Album. Hatte der eine künstlerische Ader? Da ist auch ein Bild von einem Boxring. Hier ein Selbstporträt. Seems like Bobby inherited something more than boxing skills from his father, besides the tendency to vanish into thin air, of course. Avenarius, the Poet Boxer. Stimmt, Poetry Reading. 23. April, aber vor langer, langer Zeit. Das war sein Vater. Ich habe schon den Familienhintergrund vergessen. Aber irgendwie sowas war doch von seinem Vater, war die Rede. Der auch verschwunden ist oder was war mit dem er... Ich hoffe, es fällt mir wieder ein. Michele Puccini, der sizilianische Capo. You like your mob stories, don't you, Bobby? Man bedenke, es gab damals noch keinen Fernseher. Es gab gerade mal die Anfänge des Radios. Wenn man abends Unterhaltung wollte, dann konnte man sich nicht einfach vor die Glotze setzen und bedudeln lassen, sondern man musste zum Buch greifen und selber lesen. Selbst als Boxer, dessen Waffe eher die Faust war als das Wort. So. Mehr ist hier nicht. Kleiderschrank vielleicht noch. Ja, Kleiderschrank. Und ich kann auch mal aus dem Fenster gucken. Why would you want such a big closet for so few clothes? Junggesellenbude. Oder jemand hat Klamotten mitgenommen. Unless someone emptied it recently. Hat Bobby Yale den Koffer gepackt und ist vorsätzlich verschwunden. Gehen durchs Fenster? Ich kann auch durchs Fenster gehen. Ich muss nicht durch die Wohnungstür gehen. Gut zu wissen. Das werde ich mir nachher mal genauer angucken. Hier liegt noch ein Buch. Complete Poems von Avenarius. Copy 1 of 3. Do you know any of his relatives? His father, Avenarius. Avenarius? The boxer poet? Didn't he disappear 20 years ago? Jo. Hat Vater Avenarius sich irgendwo in die Wälder zurückgezogen und ist Bobby Yale jetzt vielleicht mit gepackten Koffern zu ihm geflohen, um sich hier eine Weile aus der Stadt zu verflüchtigen. Aber warum sollte er das wollen? So, hier haben wir noch eine geheimnisvolle Tür. Do not enter. Oder enter at your own risk. Natürlich Restroom im Spiegelschränkchen. Judging by the Nix. general state of the apartment, they were leading a quiet life. Ja, nicht exzessiv. Judging by the general state of the apartment, they were leading a quiet life. Was heißt they? Haben hier zwei zusammen gewohnt, das sieht nicht so aus. Das ist eine Junggesellenbude
Ja, hat unser Boxpoet alleine gelebt und vielleicht gelegentlich Besuch bekommen. So, hier um die Ecken kann ich nicht weiter. Doch, hier kann ich noch weiter. Und noch ein Bildchen einsammeln. Wenn ich mich da mal hindrehen könnte, wenn es recht wäre. Oh, komm. Da war doch gerade was. Ich dachte, ich komme noch näher ran, aber ich muss erstmal weggehen. Da hinkommen. Nein. Judging by the general state of the apartment, they were leading a quiet life. Ja, Quiet Life, wir wussten es. Muss das sein, dieser Krampf mit diesen Karten? So, da ist was. So, jetzt habe ich sie. Ab in die Hall of Fame und weiter geht's. Hier um die Ecke gehen und hier irgendwas angucken kann ich nicht. Ich kann auch die Kamera da nicht hindrehen. Da ist nichts mehr. Medikamentenschränkchen oder Spiegelschränkchen kriege ich auch nicht auf. Scheint also nicht weiter von Wichtigkeit zu sein. So, ich glaube, ich habe hier alle Hotspots abgesucht. Und ich kann jetzt die Wohnung durch die Tür verlassen. Oder durchs Fenster. Draußen wartet O'Leary mit seinen beiden schmierigen Schlägern auf mich. Mit dem ich nicht weiter über Politik diskutieren möchte. Ja, hier, das Bett kann auch nur von einer Seite betreten werden. Gesetzt den Fall, da würden zwei drin schlafen, dann muss der eine immer über den anderen klettern. Ja, das ist noch ein Bildchen. Das ist kein Zustand auf Dauer. Also hier haben bestimmt nicht zwei Personen gewohnt. Ein Pärchen möglicherweise. So, hier kann ich gehen. Dann gehe ich doch mal durchs With people Fenster. like O'Leary, you just never know. I didn't want to put Mary at risk. Why not take her a little something instead? Hier ein Schal. Habe ich den eingesteckt? Oh, weiß ich, wo sie wohnt? Naja, vielleicht von der Karte. I've never trusted angels. Mr. Blacksad? What a... Surprise? When they fall, they turn into demons. Joey told me he was going to spend the afternoon painting the gym and that Bobby would be fixing something up on the roof. So, after I found the body and called the police, I went to Bobby's place, but he wasn't there. Die Tür zusammen einfach. Und verbergen Sie das Detail So von you mir? knew that Yale was with Dunn when he died, and yet you told no one. I guess I just forgot. Everything is so confusing. I'm sorry, Mr. Blacksad. Don't be. I'm here to figure it all out. Wie ist Ihr Verhältnis zu Bobby Yale? What's your relationship with Bobby Yale? He was like a son to Joey, and we were about to get married, so, you know. Okay, I think it's time to set things straight. Haben Sie dann nur mit Yale betrogen oder umgekehrt? Ja, fragen Sie I mal knew das. you were cheating on Dunn with Yale. Or was it the other way around? No. How can you even think of something like that? How can you convince me otherwise? I found a picture at Yale's apartment. It's you and him on a roller coaster. Care to explain, Miss Purnell? I'm not white, Mr. Blacksad. What? 7 of my great-grandparents were white. The 8th was black. According to law, I'm a black citizen, even if my skin says the contrary. Do you know what that means when you're born in North Arlington, Alabama? Das ist eine Trennung überall. Segregated housing, with far worse homes for colored people. We even have different water fountains, for God's sake. The separate but equal doctrine and all that. That damn nonsense. And all the lies. That's why I moved here. No one knows what color my great-grandparents were.
sind Sie nicht die Einzige. I completely understand you, Mary. Just think if you were also a woman. He's my nephew, Mr. Blacksad. Joe and I first started taking care of poor Bobby when my sister died. That was when he was almost 15. The three of us went on that trip to Luna Park. So this is where Joe Dunn comes in. Bobby was the only one who knew about me and Joey. We were afraid that someone would use my past to ruin his career. It's not the first time I hear that story. You should have told me this sooner. I've been hiding it all my life. I'm sorry. Wegen dir fühlt sich Mary jetzt schuldig. Ich sage erstmal so. Your secret is safe with me. Thanks. It means a lot to me. Ich möchte auch meine Katzensinne einsetzen. Was sehe ich denn hier noch alles? Es gibt ein Ding zu hören, eins zu sehen, eins zu riechen. Und das gibt mir kurz Gelegenheit einzuflechten aus meiner Kenntnis des ersten Blacksad Comics, den ich inzwischen gelesen habe. Weiß und Schwarz bezieht sich hier wirklich, also es ist eine Form von Rassismus, die zwischen diesen anthropomorphen Tieren stattfindet. Und es bezieht sich wirklich nur auf die Fellfarbe. Die Weißen diskriminieren die Schwarzen und die Schwarzen sehen keineswegs auch sonst so aus wie bei uns, vielleicht Menschen afrikanischen Typs mit anderem oder bestimmtem Gesichtsschnitt, sondern es geht wirklich nur um die Fellfarbe. Wenn sie sagt, sie ist eine Schwarze oder hat 7 schwarze Geschwister und eine weiße oder irgendwo hat sie einen schwarzen Fleck oder sowas und ist aus juristischen Gründen dann als Schwarze zu betrachten, dann stimmt das vor dem Hintergrund des Rassismus, der in diesen Comics auftaucht und da ausgelebt wird von bestimmten Strömungen der Gesellschaft. Man muss also nicht so typisch aussehen wie zum Beispiel unser Freund Jack aus Tiombe, auch schwarz von der Fellfarbe her, aber auch sonst ein bisschen so, wie man sich vielleicht den typischen Schwarzen vorstellt unter Menschen. Bei diesen anthropomorphen Tieren gilt wirklich nur die Farbe des Fells als das diskriminierende Merkmal. So. Und jetzt gucken wir mal, was finden wir denn hier? Das Feuer zum Beispiel könnte doch irgendwie einen Geruch haben. Oder hier sehen wir, Moment, irgendwas war hier. So, da sehe ich doch einen Pfeil. Eine Musiktruhe der 50er Jahre. Sowas kenne ich noch. TV and radio all in one. Where will these mad times lead us? Sogar mit Fernseher drin. Ja, das Fernsehen kam gerade auf. Wir haben auch schon, glaube ich, in der Wohnung, wenn ich das nicht mit dem Comic durcheinander schmeiße, von Blacksad einen kleinen Fernseher gesehen. An ihrem Kragen. Mich wundert, dass sie privat noch mit ihrem Schürzchen rumläuft. Mary smells like... Actually, the whole room smells like a pie fresh out of the oven. So I can't identify any other fragrances. Okay. Aber ich kann noch irgendwo etwas sehen. Vielleicht in ihren Augen mal wieder. Nein. Was ist das für ein Körbchen? Weiblichkeit fängt zu Hause an. Blinder as Lovelace. Ist das ein Haushaltsratgeber oder da? Na, aber hier ging doch auch was. Das Feuer ist es nicht. Hier soll ich aber auch nach links und nach oben. Was ist hier mit der Wandvertäfelung? Kann ich daran was riechen? Fresh out of the oven. The whole room smells like pie. Ah. Sie hat einen Kuchen gebacken. Jetzt habe ich hier alle Dinge abgeklappert. Wenn ich jetzt aus dem Kirschkuchen sage, dann bietet sie mir vielleicht einen an oder auch nicht. Was Sonja Dunn und den Ring angeht, das waren auch sie. Dunn and the ring. Well, I told her about you and Joe Dunn. I had no choice. Ach so. And what did she say? I don't think she took it too well, but she might come to understand it.
Und sind Sie sicher, dass Sie nicht wissen, wo Yale sich aufhält? Nach dem Kuchen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, frage ich zum Schluss dann auch nochmal. Are you sure you don't know where your nephew is? I've looked everywhere. He's nowhere to be found. Don't worry. I'll find him. Thank you. Okay, dann muss ich jetzt noch den Kirschkuchen ansprechen. That cherry pie smells so good. I'm starting to get hungry. Thanks. I pulled it out of the oven right before you arrived. Oh, where are my manners? I'm the worst hostess in the world. Na toll, ich bekomme noch ein Stück Kuchen, obwohl ich dafür gesorgt habe, dass sie wahrscheinlich entlassen wird. Aber sie wird doch nicht mit dem Messer gleich. And you must be thirsty. Let me see. OJ, coffee? Wasser bitte. Water's good, thanks. Da kann ich noch... Nein! Was war hier? Ach so, ich wollte gar nicht ins Zimmer gucken, in das andere. Ich wollte das Kärtchen nehmen. Ich musste mich mal etwas recken. Feels good to stretch out now and Ich then. wollte gar nicht schnüffeln. Das glaubt sie mir nicht, ha? Ja. Da war ein Kärtchen, das ich nehmen konnte. Aber ich habe nicht den richtigen Hotspot angesteuert. Das sieht aber ein bisschen unterkühlt hier gerade alles aus. Mampf ich hier den ganzen Kuchen weg. Bei diesem Blick würde mir jeder Appetit vergehen. You should open a bakery and sell these pies. Thanks. Joey used to say the same thing. Nee, ich will kein Doppelbett mit ihr. Ach so, ich soll sie einfach nur darauf ansprechen, ne? Wer denn wohl ihr Partner ist, mit dem sie dieses Doppelbett teilt. Ich kann immer noch, oder jetzt wieder, 2 Gerüche wahrnehmen. Jetzt ist, wo der Kuchen weg ist. Ich habe den ganzen Kuchen nur gegessen, damit ich hier die Nase frei habe für ein paar andere Gerüche, denen ich jetzt nachspüre. Wo kann denn hier was sein? An ihr? Ah, Moment. Da sehe ich einen Pfeil. Hier kann ich was beschnuppern. An ihr. Now that there's almost no pie left, the scent has also disappeared. Interesting. Now Mary smells like a huge dog. Mary, when are you going to stop lying? I know your nephew is here. I can smell him. What? No. I already told you I don't know where he is. Ich kann ihre Motive ja Look, verstehen. I understand why you're protecting him, but it's in his best interest to end this hide and seek. You can search the whole house if you want. Go ahead. He's not here. So, und an dieser Stelle wurde gerade ein Speicherpunkt angelegt. Hier unterbreche ich dann mal kurz und wir machen eine kleine Pause und sehen uns mit unserer weiteren Taktik gegenüber Mary Purnell im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich Bye-bye und Tschüss.